Große Pyramide von Gizeh, auch als Cheops-Pyramide bekannt, gilt als das älteste der 7 Weltwunder der Antike und das einzige, das bis heute erhalten ist. Nach der traditionellen Auffassung war die Große Pyramide nicht nur eine Grabstätte für Pharao Cheops, sondern auch ein Symbol für die Verbindung zwischen Himmel und Erde. Ihre präzise Ausrichtung zu den Himmelsrichtungen ist ein faszinierendes Rätsel, was darauf hindeutet, dass die Erbauer ein tiefes Verständnis des Himmels besaßen. Remote Viewing, Expeditionen, Paranormales, supported by Into the Matrix, Remote Viewing, The True Women Show. Am Rande der endlosen Wüste, nur wenige Kilometer von der pulsierenden Metropole Kairos entfernt, erhebt sich eines der größten und geheimnisvollsten Wunder der Menschheit: die Pyramiden von Gizeh. Sie trotzen seit Jahrtausenden Wind und Sand und ziehen Besucher aus aller Welt in ihren Bann. Doch unter all diesen gewaltigen Monumenten sticht eine besonders hervor: die Große Pyramide von Gizeh. Ein architektonisches Meisterwerk, das nicht nur durch seine imposante Größe, sondern auch durch seine geheimnisvolle Geschichte fasziniert. Die Große Pyramide von Gizeh, auch als Cheops-Pyramide bekannt, gilt als das älteste der 7 Weltwunder der Antike und das einzige, das bis heute erhalten ist. Laut gängiger Theorie wurde sie während der 4. Dynastie des alten Ägypten etwa um 2600 v. Chr. unter Pharao Cheops errichtet. Ursprünglich erreichte sie eine Höhe von 146,6 Metern. Durch Erosion und den Verlust der glänzenden Kalksteinverkleidung misst sie heute rund 138 Meter, mit einer Grundfläche von 230 Metern pro Seite und etwa 2,3 Millionen Kalksteinblöcken, die bis zu 2,5 Tonnen wiegen, ist sie ein beeindruckendes Zeugnis früher Ingenieurskunst. Nach der traditionellen Auffassung war die Große Pyramide nicht nur eine Grabstätte für Pharao Cheops, sondern auch ein Symbol für die Verbindung zwischen Himmel und Erde. Ihre präzise Ausrichtung zu den Himmelsrichtungen ist ein faszinierendes Rätsel. Die 4 Seiten der Pyramide sind nahezu perfekt nach den Kardinalpunkten ausgerichtet, mit einer Abweichung von weniger als 0,05 Grad. Dies wirft Fragen auf. Verfügten die alten Ägypter über fortschrittliche astronomische Kenntnisse? Einige Theorien gehen davon aus, dass die Pyramide nicht nur eine Grabstätte war, sondern auch als astronomisches Observatorium genutzt wurde. Die sogenannte Sternentheorie besagt, dass bestimmte Schächte innerhalb der Pyramide auf wichtige Sterne wie den Sirius oder den Oriongürtel ausgerichtet sind, was darauf hindeutet, dass die Erbauer ein tiefes Verständnis des Himmels besaßen. Trotz jahrhundertelanger Forschungen birgt die Pyramide noch immer viele ungelöste Rätsel. Wie gelang es den alten Ägyptern, ein so gigantisches Bauwerk mit einer solch unglaublichen Präzision zu errichten? Wurden Rampen verwendet? Oder kamen andere bislang unbekannte Methoden zum Einsatz? Einige alternative Theorien spekulieren, dass die Pyramide möglicherweise von einer früheren Zivilisation erbaut wurde oder einen anderen Zweck hatte, als allgemein angenommen. Die Remote Viewer von Into the Matrix sind dieser Frage nachgegangen. Ihre Ergebnisse, die neue Perspektiven auf die Konstruktion und den Zweck der Pyramide bieten könnten, werden am Ende dieses Videos präsentiert. Das Innere der Großen Pyramide ist ebenso beeindruckend wie ihr Äußeres und birgt zahlreiche Geheimnisse. Die bekanntesten Räume sind die Königskammer, die Königinnenkammer und die Große Galerie. Die Königskammer, die aus massiven Granitblöcken besteht, beherbergt einen leeren Sarkophag, dessen Zweck weiterhin umstritten ist. Die Große Galerie
Eine lange, schmale Passage mit einer beeindruckenden Deckenhöhe zeigt eine bemerkenswerte architektonische Präzision. Zudem gibt es enge Schächte, die möglicherweise astronomische oder rituelle Zwecke erfüllten. Die genaue Funktion vieler dieser Strukturen bleibt jedoch Gegenstand intensiver wissenschaftlicher Debatten. Um mehr über die Geheimnisse der Großen Pyramide von Gizeh zu erfahren, beauftragten wir die Remote Viewer von Into the Matrix mit einer umfassenden Untersuchung. 8 Viewer arbeiteten an diesem Projekt und näherten sich dem Thema aus 2 unterschiedlichen Perspektiven. Während sich eine Gruppe gezielt mit dem Bau der Pyramide beschäftigte, richtete die andere ihren Fokus auf den ursprünglichen Sinn und Zweck sowie weitere relevante Informationen. Die gewonnenen Eindrücke geben einen faszinierenden Einblick in eine der rätselhaftesten Strukturen der Menschheitsgeschichte. Der erste Viewer nahm männliche Lebewesen mit dunklen Haaren und Kopfbedeckungen wahr. Eines von ihnen stand aufrecht, schwankte jedoch, als müsse es das Gleichgewicht halten. Es befand sich auf einer dünnen, hellgrauen, glatten und sich bewegenden Fläche, die schmal war und spitz zulief. Dieses Objekt bewegte sich schnell, berührte jedoch nicht den Boden, sondern schien sich auf einem Luftpolster zu tragen. Die Umgebung bestand aus einer tunnelförmigen Struktur mit glatten grauen Wänden, die an eine hohle Röhre erinnerte. Eine impulsartige Energie floss durch diesen Raum, wurde jedoch durch anwesende Objekte gestört. Der zweite Viewer nahm eine Aktivität, bei der Lebewesen involviert waren, wahr, die sich in der Luft abspielte und bei der Maschinen sowie bewegte Strukturen unterstützend eingesetzt wurden. Nicht jedes Lebewesen war dazu in der Lage. Es erforderte offensichtlich Mut. Ein kritischer Punkt schien die Höhe zu sein, da das Aufkommen am Boden Unruhe auslöste. Die Lebewesen befanden sich auf einer dünnen, abgerundeten Fläche, die sich in Bewegung befand und waagerecht im Wind hin und her wogte. Diese Bewegung beeinflusste sie direkt, sie wirkte beinahe schwerelos. Das gesamte Geschehen wurde aktiv gesteuert und kontrolliert. Der dritte Viewer nahm eine Tätigkeit wahr, bei der 2 unterschiedliche Lebewesen als Team agierten. Dabei steuerte das eine Lebewesen das andere und auch hier wurde eine Kopfbedeckung getragen. Die Aktivität erforderte Konzentration und sportliche Anstrengung. Während das erste Lebewesen eine neutrale, kontrollierende Rolle einnahm, war das zweite im Geschehen ausgeliefert und musste eine Herausforderung meistern. Das steuernde Lebewesen fühlte sich überlegen und mächtig, während das andere Traurigkeit empfand und es als seine Bestimmung ansah. In der Luft befanden sich gleitende Objekte mit technischer Verkleidung, die in ihrer Steuerung Thronen ähnelten. Das gesamte Ereignis spielte sich in einer natürlichen, grünen Umgebung ab. Der vierte Viewer nahm 2 energetische Vorgänge wahr. Der erste war heiß, schnell und brennend. Materie wurde aufgewirbelt und fiel an anderer Stelle wieder zu Boden. Der zweite Vorgang war eine gerichtete Bewegungsenergie, die von Lebewesen ausgeführt wurde. Einige bewegten sich in die Tiefe oder entfernte Bereiche, während andere gequetscht, gedrückt und unter großem Druck stehend wahrgenommen wurden. Sie kämpften und wirkten orientierungslos. Gleichzeitig gab es größere, stattliche Lebewesen, die aktiv und hilfsbereit handelten. Sie agierten dynamisch, griffen zu und unterstützten andere. Das gesamte Geschehen war von intensiver Aktivität geprägt. Einige Lebewesen litten, während andere halfen. Eine durchsichtige Wand trennte diesen turbulenten Bereich von einer vollkommen ruhigen Zone. Dahinter befanden sich Lebewesen, die das Geschehen beobachteten. Sie waren geschützt und nicht betroffen. Auf die Frage nach dem Sinn des Vorgangs ergaben sich die Begriffe Vernichtung, Experiment und Neugestaltung. Die Lebewesen hinter der Wand hatten das Szenario initiiert. Ihre Motivation wirkte durchtrieben und berechnend. Sie analysierten Verhaltensweisen, Emotionen und Reaktionen auf Druck, während die Ereignisse durch gezielt eingesetzte energetische Schwingungen ausgelöst wurden. Um mehr über die ursprüngliche Bedeutung der Pyramide herauszufinden,
starteten die folgenden Viewer ihre Session bei der Pyramide zum aktuellen Zeitpunkt und wurden im Laufe des Remote Viewing-Prozesses angewiesen, Informationen über die Entstehung in der Vergangenheit und den ursprünglichen Sinn und Zweck zu beschaffen. Der erste Viewer nahm die Pyramide wahr, die in Verbindung mit einer Energiequelle stand. Sie gab eine Art Energie ab, ähnlich einem Motor, und bewegte sich durch einen weitläufigen Bereich. Zum Zeitpunkt ihrer Entstehung befand sich in der Umgebung ein Bach oder Fluss. In dieser Phase schien ein Prozess stattzufinden, eine Art Energiefluss, der sich vor und zurück bewegte, hin und her flitzte und dabei eine Strahlung abgab. Zudem wurde ein kleines Objekt oder Lebewesen wahrgenommen, das dort eine Aufgabe erfüllte. Es wirkte, als müsse etwas fertiggestellt werden. Der zweite Viewer nahm eine Struktur mit einer pyramidenförmigen Haube wahr, die spitz zulief und als Verbindung nach oben sowie zum Göttlichen diente. Der ursprüngliche Zweck der Anlage war ein Treffpunkt, ein Lagerraum und ein geschützter Aufbewahrungsort. Einst war die Umgebung grün und naturbelassen. Während der Errichtung waren braunhaarige männliche Arbeiter beteiligt und zudem gab es ein breites, kantiges metallisches Beförderungsmittel, das schwer war und von oben befüllt wurde. Es diente dem Transport und wurde von einer Tragehilfe unterstützt, eine hohe, lang aufragende metallische Konstruktion mit verstrebten Vierkantelementen. Dieses Hilfsmittel war beweglich, quietschte bei der Benutzung und seilte Lasten mit einem verdrehten, drahtähnlichen Material ab, offenbar eine damals neue Technologie. Die Energie in der Umgebung war heiß, stickig und gleichmäßig in Bewegung. Die Struktur selbst diente ursprünglich als Schutzraum, während ein separater Turm als Aussichtspunkt zur Warnung genutzt wurde. Der dritte Viewer nahm eine steinige, hohle und unterirdische Struktur wahr, die an ein weitläufiges Gangsystem angeschlossen war. Trotz der scheinbaren Unbewohnbarkeit war eine Energie in der Anlage spürbar. Zudem entstand der Eindruck von schwebenden Wesen, die eine hilfsbereite und positive Präsenz ausstrahlten. Die Struktur wirkte alt und erinnerte an eine Schatzkammer. Ihre Errichtung erforderte körperliche anstrengende Arbeit, die größtenteils mit den Händen und erheblichem Kraftaufwand ausgeführt wurde. Der vierte Viewer nahm wahr, dass die ursprüngliche Funktion der Struktur mit mehreren weiteren ähnlichen Strukturen verbunden war, möglicherweise weiteren Pyramiden. Der zentrale Zweck lag in der Energieerzeugung. Diese Energie befand sich im Inneren und wurde dort generiert, was bestimmte Objekte oder Elemente vom Boden abheben und bewegen ließ. Dabei war ein sparsamer Umgang mit dieser Energie notwendig. Neben ihrer energetischen Funktion diente die Struktur auch als Versteck- und Zufluchtsort. Dieser Viewer wurde später erneut tätig und erkundete das Ziel in einer Extended Remote Viewing Session mittels eines Trance-Zustandes. Er erhielt Informationen von verborgenem Wissen, das den Menschen nicht zugänglich gemacht werden sollte und absichtlich blockiert wurde. Hierbei ging es um Ursprung und Heimat. Der fünfte Viewer arbeitete auch mittels Extended Remote Viewing. Er nahm eine weitläufige, unterirdische Anlage mit einer technisch-futuristischen Atmosphäre wahr. Eine auffällige, geschwungene Straße zog sich durch den Raum, entlang derer sich große, flugzeugartige Objekte befanden. Diese schienen auf dünnen Stützen zu ruhen und wiesen rotorähnliche Elemente auf. Die Umgebung wirkte verlassen und zerfallen, mit staubigen Räumen, darunter ein sanitärmedizinischer Bereich und eine Art Wachraum. Während der Wahrnehmung entstand der Eindruck, dass die Anlage 1 mit Macht und Reichtum in Verbindung stand. Ein Sprung in eine frühere Zeit zeigte ein völlig anderes Bild. Eine grüne, hügelige Landschaft mit Wasserquellen und landwirtschaftlichen Flächen. Der Viewer nahm eine Steinplatte mit eingravierten Symbolen wahr. Durch Berührung entstanden unterschiedliche sensorische Eindrücke. Ein sanfter Energiefluss, eine innere Bewegung und ein hoher Ton. Die Symbole schienen in Verbindung mit Heilungsprozessen zu stehen, deren genaue Anwendung jedoch unklar bleibt.
Die Wahrnehmungen der Remote Viewer zeichnen ein Bild der Großen Pyramide, das weit über herkömmliche Theorien hinausgeht. Hinweise auf fortschrittliche Technologien, energetische Prozesse und eine gezielte Steuerung des Baugeschehens deuten darauf hin, dass ihr Ursprung und Zweck möglicherweise neu bewertet werden muss. Beim Bau der Pyramide zeigte sich, dass neben körperlicher Arbeit auch maschinenähnliche Hilfsmittel, energetische Bewegungsprozesse und schwebende Plattformen eingesetzt wurden. 2 Gruppen von Arbeitern waren beteiligt, eine steuernde, überlegene Instanz und eine ausführende, die großen Belastungen ausgesetzt war. Das Baugeschehen wurde beobachtet und kontrolliert. Der ursprüngliche Sinn und Zweck der Pyramide scheint mit Energieerzeugung verbunden zu sein. Die Struktur war Teil eines größeren Systems und konnte eine Form von Energie freisetzen, die möglicherweise sogar Objekte zum Schweben brachte. Gleichzeitig diente sie als Versteck oder Zufluchtsort. Die unterirdischen Strukturen offenbaren ein weitreichendes Gangsystem, in dem sich flugzeugartige Objekte und schwebende Transportplattformen befanden. Impulsartige Energien bewegten sich durch die Tunnel, während bestimmte Lebewesen gezielt beobachteten und Einfluss auf das Geschehen nahmen. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die damalige Landschaft. Die Wahrnehmungen zeigen, dass die Umgebung der Pyramide während ihrer Entstehung grün und fruchtbar war. Es gab fließendes Wasser, Hügel und landwirtschaftlich genutzte Flächen. Dies widerspricht dem heutigen Bild der Pyramiden als Bauwerk inmitten einer trockenen Wüste und deutet darauf hin, dass das Gebiet einst ganz andere klimatische Bedingungen hatte. Die Ergebnisse der Remote Viewing Sessions liefern faszinierende Hinweise darauf, dass die Große Pyramide von Gizeh weit mehr war als ein einfaches Bauwerk. Die Kombination aus fortschrittlicher Technik, energetischer Nutzung und gezielter Überwachung wirft neue Fragen auf. Welche Rolle spielt die Pyramide einem möglicherweise größeren System? Wer oder was kontrollierte den gesamten Prozess? Und könnten hier Technologien zum Einsatz gekommen sein, die in unserem heutigen Verständnis nicht mehr existieren? Die gewonnenen Eindrücke laden dazu ein, die Große Pyramide aus einer neuen Perspektive zu betrachten, als ein Bauwerk, das vielleicht ein noch viel größeres Geheimnis birgt. Eines ist sicher: Die Wahrheit ist dort draußen und wir sind fest entschlossen, sie zu finden. Wenn dir unser Video gefallen hat, freuen wir uns sehr über deine Unterstützung, denn unsere Arbeit ist spendenbasiert. Gib uns auch gerne deinen Daumen hoch, abonniere unseren Kanal und freue dich auf eine weitere spannende Folge der True Women Show. Women wake up.